Du hast 1000-mal gehört, dass Zeit alle Wunden heilt. Bei dieser einen Person stimmt das einfach nicht. Du wartest und wartest und trotzdem reißt es dich jedes Mal aufs Neue auf, wenn der Name aufleuchtet. Hier ist die Wahrheit, die dir niemand so direkt sagt. Bei manchen Menschen heilt nicht die Zeit, sondern nur der Abstand. Kompletter, radikaler, unbequemer Abstand. Wir reden heute über No Contact, über die Funkstille, die sich anfühlt wie ein Verrat an dir selbst und die in Wahrheit das Vernünftigste ist, was du seit Monaten tun könntest. Und ich verspreche dir, am Ende verstehst du nicht nur, warum du nicht loslassen kannst. Du verstehst, warum dein eigenes Gehirn auf der Seite genau des Menschen steht, der dich kaputt macht. Lass uns kurz das Offensichtliche aussprechen. Du weißt längst, dass dir diese Verbindung nicht gut tut. Das ist nicht das Problem. Das Wissen war nie das Problem. Das Problem ist dieser Sog, diese magnetische Kraft, die dich immer wieder zurückzieht, obwohl jede Faser in dir schreit, dass du es besser weißt. Du löschst die Nummer und speicherst sie 2 Tage später wieder ab. Du schwörst dir, nicht zu antworten und tippst dann doch um Mitternacht eine Nachricht, die du am nächsten Morgen bereust. Und jedes Mal denkst du, ich bin einfach zu schwach. Aber das ist falsch. Du bist nicht schwach. Du bist gebunden und das ist etwas völlig anderes. Lass uns die Laborkittel anziehen, denn hier wird es interessant. Was du da fühlst, hat einen Namen. Forscher nennen es Traumabindung. Und es ist näher an einer Sucht, als dir lieb ist. In einer gesunden Beziehung ist Zuneigung berechenbar. Du gibst, du bekommst, es schwingt sich ein. Dein Nervensystem entspannt sich, weil es weiß, woran es ist. In einer toxischen Beziehung passiert das Gegenteil. Mal überschüttet dich diese Person mit Wärme, mal lässt sie dich eiskalt im Regen stehen. Heiß, kalt, heiß, kalt. Ohne Logik, ohne Vorwarnung. Und genau diese Unberechenbarkeit ist die Falle. Psychologen nennen das intermittierende Verstärkung. Es ist exakt das Prinzip, mit dem ein Spielautomat funktioniert. Stell dir jemanden am Automaten vor. Wenn er bei jedem Hebelzug gewinnen würde, wäre es langweilig. Wenn er nie gewinnen würde, würde er aufhören. Aber manchmal gewinnen, zufällig, unvorhersehbar, das macht süchtig. Dein Gehirn behandelt diese Person genauso wie diesen Automaten. Die seltenen guten Momente schütten Dopamin aus und weil sie so unberechenbar kommen, jagst du ihnen umso verzweifelter hinterher. Dazu kommt ein zweiter Stoff. Oxytocin, das Bindungshormon, das eigentlich Nähe und Vertrauen schaffen soll. Bei intensiven, dramatischen Beziehungen wird es trotzdem ausgeschüttet, sogar gerade wegen des Dramas. Du bist also chemisch an jemanden gekettet, der dir schadet. Dein Körper produziert die Klebe für eine Verbindung, die dein Verstand längst gekündigt hat. Kein Wunder, dass guter Rat hier nicht hilft. Und jetzt kommt der Teil, der erklärt, warum jeder kleine Kontakt dich um Wochen zurückwirft. Wenn du No Contact versuchst und dann doch wieder schreibst, ist das kein harmloser Rückfall. Es ist exakt dasselbe wie bei jemandem, der vom Rauchen loskommen will und sich denkt, eine Zigarette ist okay. Diese eine Zigarette setzt die ganze Neurochemie zurück auf Null. Eine einzige Nachricht, ein einziger Anruf, ein einziges »Ach komm, wir reden doch nur kurz« und dein Belohnungssystem feuert wieder das volle Programm ab. Der Entzug, den du dir mühsam erkämpft hast, war umsonst. Deshalb ist No Contact nicht überzogen oder dramatisch. Es ist Pharmakologie. Du nimmst der Sucht den Stoff weg. Komplett. Denn die Dosis, die du dir noch erlaubst, ist genau die, die dich gefangen hält. Aber jetzt müssen wir in die dunkle Ecke leuchten. Denn No Contact hat eine Phase, vor der dich keiner warnt und an der die meisten scheitern. Die ersten Tage fühlen sich nicht nach Befreiung an. Sie fühlen sich an wie Sterben, wie körperlicher Schmerz. Und das ist kein Zufall, das ist messbar. Hirnscans zeigen, dass sozialer Schmerz dieselben Regionen aktiviert wie körperlicher Schmerz. Wenn du diese Person vermisst, leidet dein Gehirn buchstäblich so, als hättest du dir die Hand gebrochen.
Du wirst dir in dieser Phase die unglaublichsten Lügen erzählen. So schlimm war es doch gar nicht. Vielleicht hat sich diese Person ja geändert. Vielleicht war ich das Problem. Dein Gehirn im Entzug ist ein meisterhafter Anwalt für genau die Person, die dich verletzt hat. Es wird jede schöne Erinnerung hervorkramen und jede schreckliche bequem ausblenden. Das nennt man rosarote Erinnerungsverzerrung. Dein Kopf zeichnet dir einen Film, in dem nur die guten Szenen vorkommen, und du sitzt im Kino und denkst, was habe ich nur weggeworfen? Und genau in diesem Moment, in dieser maximalen Schwäche, kommt sie oft zurück. Die berühmte Nachricht aus dem Nichts. Ich denke an dich. Ich vermisse dich. Wir hatten doch was Besonderes. Das ist kein Zufall und keine echte Sehnsucht. Es ist ein Mechanismus. Manche nennen es Hoovering, vom englischen Wort für Staubsaugen, weil diese Person dich exakt dann zurücksaugt, wenn du fast frei warst. Wenn du das verstehst, verändert sich alles. Diese Nachricht ist kein Zeichen von Liebe. Sie ist ein Test, ob die Leine noch hält, und No Contact ist deine einzige Möglichkeit, die Leine durchzuschneiden. So, jetzt die gute Nachricht, und sie ist stärker, als du gerade glauben kannst. Dieser Entzug hat ein Ende, und zwar ein vorhersehbares. Dein Nervensystem ist nicht für immer kaputt. Es ist nur fehlkalibriert. Es hat gelernt, Chaos mit Liebe zu verwechseln und Anspannung mit Leidenschaft. Aber was gelernt wurde, kann verlernt werden. In den ersten Wochen ohne Kontakt fängt dein überreiztes Belohnungssystem langsam an, sich zu beruhigen. Das ständige Auf und Ab, die Achterbahn, sie verflacht. Und das fühlt sich anfangs fast unheimlich an. Viele beschreiben es als Leere. Es ist plötzlich so still. Aber diese Stille ist kein Verlust. Sie ist der Zustand, den ein gesundes Nervensystem eigentlich haben sollte. Du bist die Daueralarmbereitschaft nur nicht mehr gewohnt. Du wirst irgendwann einen Morgen erleben, an dem du aufwachst und diese Person nicht der erste Gedanke ist. Dann einen ganzen Tag. Dann eine Woche. Es kommt schleichend, aber es kommt. Der wichtigste Hebel in dieser Zeit ist Geduld mit dir selbst. Du baust gerade neuronale Bahnen um. Das ist Arbeit auf der Ebene deiner Biologie, nicht nur deiner Willenskraft. Und hier ist die Regel, die dich rettet, wenn der Sog kommt. Frag dich nicht, will ich diese Person zurück? Diese Frage beantwortet immer der Entzug. Frag dich stattdessen, wie habe ich mich neben dieser Person gefühlt? Klein gemacht, unsicher, ständig auf Eierschalen laufend, nie genug. Wenn das deine Antwort ist, dann vermisst du nicht den Menschen, du vermisst die Hoffnung, dass er irgendwann der wird, der er am Anfang vorgegeben hat zu sein. Diese Hoffnung loszulassen ist das eigentliche No Contact. Nicht nur die Nummer blockieren, sondern die Fantasie beerdigen, dass es doch noch anders ausgeht. Und genau hier müssen wir ehrlich sein, denn No Contact löst einen Teil des Problems, aber nicht den ganzen. Denn wenn du monatelang oder jahrelang in so einer Verbindung gesteckt hast, ständig angespannt, ständig auf den nächsten Stimmungsumschwung wartend, dann hat das Spuren hinterlassen, die nicht mit der Blockierung verschwinden. Dein Körper war die ganze Zeit im Alarmmodus. Und dieser Daueralarm verschwindet nicht über Nacht, nur weil die Quelle weg ist. Er ist zu deinem Grundzustand geworden, so sehr, dass du ihn kaum noch als Problem erkennst. Du funktionierst weiter, du gehst zur Arbeit, du lächelst und trotzdem fühlst du dich innerlich ausgebrannt, ohne genau sagen zu können, warum. Genau diese leise, zur Normalität gewordene Erschöpfung und wie du da wieder rauskommst, darum geht es im verlinkten Video. Denn die Funkstille ist der erste Schritt. Aber dein Nervensystem wieder zur Ruhe zu bringen, ist der eigentliche Weg zurück zu dir. Schau es dir an. Es ist der ehrliche, nächste Schritt nach diesem hier.